Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Artist Talk. Mein Name ist Alex mit KS wie Cool Savage und mein Gast heute ist BA, zum zweiten Mal bei uns bei Artist Talk. Und ich freue mich mega auf das Gespräch. Heute gibt es viel zu erzählen. Ich will euch gar nicht lange warten lassen. Zieht's euch rein. Steige in den Beat mit Klasse, Baby, du weißt. Lass deine Haare einfach offen, Baby, du bist nice. Plötzlich ist jeder ein Held in dem Business. Kann es sein, dass du mit willst? Ich habe selber noch keinen gesehen, Babe. Ja, noch keinen wie mich. Mache Geschäfte, von denen du träumst. BA, Bang. herzlich willkommen bei uns bei Artist Talk zum zweiten Mal. Willkommen auch an dich. Da ich dich hier letztes Mal nicht gesehen habe, freue ich mich, dich heute dieses Mal zu sehen. Ist mir auch ebenfalls eine Ehre, dich hier zu haben. So, da du ja schon lange nicht mehr hier warst, frage ich dich gleich mal, was hat sich so großartig bei dir verändert jetzt? Verändert hat sich... Lass mich kurz überlegen, warte. Also wir haben auf jeden Fall schon mal mehr Songs auf Lager, also online. So wie ich damals versprochen habe, hatte ich glaube ich so 3 Songs. Jetzt sind es glaube ich 8, sowas müssen sein. Ein paar Videos mehr. Plus ich habe glücklicherweise endlich auch ein Studio, wo ich jetzt ein bisschen noch mehr von meinem ganzen eigenen einfließen lassen kann. Und ja Mann, im Management hat sich was getan, hat sich einiges getan Richtung Besserungen. Privat hat sich einiges getan. Also eigentlich ist echt seit letztem Mal alles ein Stückchen nach oben gegangen. So wie der Bitcoin. Okay, nice, freut mich. Sag mal, wie ist das, bist du jetzt, hat sich jetzt vom Team was verändert oder bist du mit demselben Team jetzt in ein neues Studio oder? Gute Frage, ja, also sowohl auch Team, ja, also es kamen eigentlich mehr Leute jetzt dazu, das ist eigentlich, was ich sagen will, also ein paar habe ich zurück, sage ich mal, geholt in die Musik, also noch mehr in die Produktion zurückgeholt, manche waren auch von alleine nochmal so, sage ich mal, inspiriert davon, dass wir jetzt so ein bisschen was bewegt haben in Sachen Videos und so weiter. Ah genau, ja, Video, jetzt wo ich selber sage, das hat sich noch getan, genau. Ich habe noch eine Video-Company gestartet jetzt, also Videoproduktionsfirma namens B-Movies zufällig. Und ja, da haben sich auch schon einige Videos mittlerweile ergeben. Allein da haben wir, glaube ich, schon 5 bis 6 Videos gedreht für die Leute. Und ja. Krass, das ist alles jetzt in der letzten Zeit passiert. Ja, Mann, deswegen, ich muss es selber ein bisschen sortieren. Wenn ich dann anfange, mit Leuten davon zu erzählen, fällt mir dann eigentlich auf, wie viel eigentlich gelaufen ist, ohne dass ich es eigentlich wirklich gemerkt habe. Aber wahrscheinlich auch mit dieser Corona-Zeit. Wahrscheinlich, war klar, dass das Wort einmal aufkommt, wahrscheinlich in der Zeit, wo man halt nicht viel zu verarbeiten hat, weißt du, ich meine, man ist zu Hause oft, nicht viel passiert, so kam es mir wahrscheinlich auch nicht so viel vor, aber ist schon was gelaufen, ja Mann. Leider nur keine Auftritte halt. Okay, ja. Das, außer 2 Online-Auftritte, 2 Live-Auftritte hatten wir, glaube ich. War nice auf jeden Fall, ja. Dazu kommen wir noch später, was Online-Auftritte und Couch, Wohnzimmerkonzerte und sowas angeht, ne? Das heißt, du bist jetzt auch als Videoproducer tätig auch? Auch so, Musikkünstler bist du sowieso und geht da noch mehr oder sagst du, ist das jetzt dein Limit so? Also willst du jetzt dich fokussieren auf dein Rap-Genre und auf das ganze Video, Movie, Entertainment oder kannst du dir auch vorstellen, was anderes zu machen? Ja, also jetzt, wo ich wieder ein Studio habe, also ich hatte meine Sachen ja immer mit mir, aber meine Nachbarn haben das nicht mitgemacht. Und jetzt, wie gesagt, wo ich einen Raum habe, wo ich mich austoben kann ein bisschen, da kann ich natürlich auch den Leuten ein bisschen anbieten, zu zeigen, was ich drauf habe, wie Beats, Produktionen oder auch Produktion an sich, Aufnahme. Bin jetzt nicht der Mixing, Mastering Master, aber man kann ja noch externe Hilfe holen von guten Leuten, die ich vielleicht später sogar noch nennen werde. Und ja, also von daher beatmäßig, also ja, ich bin ein Allrounder auf jeden Fall ein bisschen. So, ich habe halt beatmäßig was drauf, die Leute können sich mal hier was anhören auf jeden Fall. Ich habe produktionstechnisch was drauf. Ich bin bescheiden, weißt du, ehrlich gesagt. Ich bin schon lange dabei im Game, aber ich bin bescheiden und will nicht immer so sagen, ja Bro, schau, ich mach das. Aber es ist eigentlich Kunst, ich sollte euch eigentlich zeigen, was ich drauf habe. Werde ich auch machen, aber so manchmal hat im Leben manche Dinge Prioritäten, weißt du. Ich glaube auch, dass sich da eher so die Zeit so entwickelt, weil wenn man jetzt sieht, vor Corona, ja, da hatten die Menschen noch wenig Zeit für das, was sie gerne ausprobieren möchten oder was anderes zu tun. Weißt du, da beschränkt man sich immer auf das, weil man schon so viel Stress im Alltag hat. Und ich glaube jetzt, wo dieser Lockdown und so eingeschlagen hat, dass die Menschen auch bewusst sich mehr ausprobieren und
Ja, wie gesagt, also wenn du sagst, dass du seit letzter Zeit jetzt die Videos gemacht hast und dann noch so in die Beat-Producer-Schiene auch noch reingehst, so, dann ist es schon sehr vielfältig, muss ich mal sagen. So an Ja, der Stelle. also. So. Ich will auch nicht so mit, sage ich mal, großem Gewicht. Ich will eigentlich nicht unbedingt, dass die Leute mich als Beat-Producer sehen oder als Producer selbst. Da gibt es unsere Homies und Friends, die machen das auch schon gut und deren Rolle soll eigentlich bleiben und meine Rolle ist eigentlich Front Artist noch immer, dass ich sage, ich biete euch dafür die Show, ich biete immer das Gesicht, ich biete eben die Power auf der Bühne, dies, das, bla und diese ganze Show eben, wie gesagt, diese Videos und vorlaufender Kamera und das Ganze. Nicht jedem seines ist, weißt du, es ist nicht jedem seines. Einer sagt, ich will nur hinter der Kamera sein. Für mich ist es halt sowohl als auch interessant. Okay, krass. Wie ist das denn so, machst du das jetzt, hast du das dieses Jahr alles gelernt? Oder wie lange machst du das? Ich meine, hat das jetzt mehr Zeit nach hinten so gesehen? Hast du das alles schon irgendwie von klein auf gelernt? Sowas? Oder hast du jetzt, ist es jetzt wegen der Corona oder einfach so wegen dem Jahr gekommen, wo du gesagt hast, okay, ich probiere jetzt mal Video drehen aus oder Beat producen oder? Nein, also es ist nicht in der Corona-Zeit gekommen. Ich hatte schon immer so ein bisschen so einen Sinn für Zeichnen und so weiter ein bisschen. Bin aber nie Meister darin geworden. Und so irgendwie habe ich dann das wieder gelassen. Und so kam es, glaube ich, dann später zurück, als ich angefangen habe, Videos für ein paar Homies zu drehen und dachte mir so, irgendwie, weiß nicht, so, ich habe irgendwie so eine Handschrift gehabt für die Leute. Die haben gemerkt, dass ich das vom Winkel irgendwie cooler mache als der andere oder irgendwie das ein oder andere eben drauf habe. Das ist das Talent quasi, hast du dein eigenes Talent quasi gesehen? Ja, ehrlich gesagt, genau so. Und, also bei aller Bescheidenheit kann ja, man schon irgendwie aber zugeben. ich muss zugeben, natürlich war alles beschissen am Anfang. Natürlich musste ich erstmal lernen. Ich habe ja das nicht von oben bekommen. Bro, Picassos erstes Bild war auch nicht krass. Ja, War nicht krass. je nachdem, wer weiß, also es gibt ja auch abstrakte Kunst, du weißt. So einfach einen Pinsel hinschmeißen und sagen so, das ist Kunst. Ist es ja dann. Ja, da gibt es ja diese Bilder mit diesen Punkten, weißt du, wo die einfach so. wenn der darin Dann was verkaufen sie sieht, sich so für 20.000 Euro das oder ist so. das Problem eben mit Kunst. Man kann das schön vertuschen und sagen, ja, das ist Kunst. Das ist auch heutzutage im Rap so. Die tun einfach irgendeinen Scheiß hochladen und sagen, das ist Kunst. Richtig, würdest du da sagen, dass sich der beste Rap gar nicht am besten verkauft? Ja, natürlich. Also der beste, also abgesehen davon, dass es noch eine Geschmackssache sein kann. Also Rap, also du sagst zum Beispiel KS wie Kool Savas. Ich denke, Kool Savas war einer deiner Kings im Deutschrap für dich. Richtig. Denke ich mal. So. Wie viele auch. Ich selber, für mich nicht. Ich habe Respekt vor ihm natürlich. Er ist natürlich einer unserer Kings von Rap, Deutschrap, weil er ist ja auch einer unserer Pioniere, hat natürlich Licht auf uns gezogen, international, weißt du, Leute haben gesagt, wow, in Deutschland wird gerappt und so. Natürlich mitunter einer dieser Pioniere gewesen. Aber mir hat er nie so wirklich so richtig gefallen vom Stil. Da haben mir andere gefallen, aber ich komme auch vom amerikanischen Rap. Deswegen ist das mit Kool Savas nicht so wirklich vereinbar. Jetzt mittlerweile, ja, vielleicht mit so ein bisschen Eminem-Sound, kommt ähnlich vielleicht. Aber es war nicht so mein Ding. Was ich sagen will, Best Rap, das hast du gefragt und das wollte ich eigentlich jetzt auf den Punkt bringen. Mit Best hat gar nichts mehr zu tun. Also wenn du jetzt, ich habe ja viele Nichten und Neffen, wenn du die fragst, was sagen eure Freunde über mich, dann sagen die, du bist schlecht. Egal, ob die das Lied gehört haben. Warum? Ja, weil du hast ja nur 10.000 Klicks. Das heißt, verstehst du, die sind richtig geblendet. Also für die hören nicht mal hin. Die sagen, wenn du gut bist, dann werden auch 100.000 oder 1, 2, 3 Millionen Klicks stehen. Einerseits haben sie ja recht, aber die verstehen nicht dieses Business wie geblendet und marketingstark, weißt schon, so. Quasi ist für die Qualität die Klicks. Genau. Kurz und knackig. Genau. Also die sehen die Klicks und dann Das ist so. Und das hatte ist ich auch letztens in einem Wiz-Interview, wo man auch gesagt hat, so, es gibt Sachen, die hören sie sich erst gar nicht an, weil sie einfach zu wenig Klicks für die Leute haben. Ja, also vor allem für die Jüngeren. Ja, man, alles geil. Weißt du so, dann sehen sie irgendwelche Songs, die haben Millionen Klicks und so neugierig, dass man draufklicken muss, weißt du so? Obwohl unabhängig, ob man jetzt weiß, ist es jetzt für einen selber wirklich gut, feiert man das oder feiert es man nicht? Die wollen einfach dazugehören, weißt du, und ich weiß nicht, wir waren nicht so. Also in unserer Zeit gab es auch viele verschiedene Rapper, amerikanische Künstler, wie gesagt, oder wie ich dir so sage, schau, Kool Savas war doch King. Warum bin ich ihm nicht gefolgt direkt? So, oh, und obwohl er viel Leistung gezeigt hat. Er hat Rap-Leistung gezeigt, er hat beattechnische Sachen, weißt schon, also krasse Produktion hatten die und so weiter. Aber wie du siehst, war ich kein Mitläufer. Warum gibt es nicht mehr von mir, weißt schon, heutzutage noch? Die einfach sagen so, das ist meine Ding. Ich bleib mir selber treu. Aber wir sind ja bei Kunst, jeder soll ja genießen und das ist ja Kunst und das ist all good, man.
Ja, das ist ja auch, ich glaube auch, dass du das von den Oldschool-Leuten einfach noch verstanden hast, weißt du? Zum Beispiel, guck mal, in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin mit Kool Savas, so ich sag dir ganz ehrlich, alle meine Kollegen in der Hood haben 50 Cent gehört, so. Weißt du, ich habe halt kein 50 Cent gehört, ich habe Kool Savas gehört. Ja, ich habe zum Beispiel 50 Cent gehört. So, ja, genau. aber trotzdem verstehe ich, dass die Kunst geil war. Auch trotzdem was 50 verstehen gemacht hat. wir so. uns heute Und noch. richtig, so, der Respekt ist gegeben. Genau so, also So. ich weiß genau, wir haben uns ja vor dem Interview ein bisschen über Musik und so unterhalten, ja. Und wie gesagt, wie ich sehe, wir sind auf jeden Fall auf dem gleichen Nenner, obwohl wir nicht auf dem gleichen Nenner waren. Aber mindmäßig, so, wie sagt man, Mindset-mäßig. Ja, ich glaube auch einfach, dass der Respekt vor der Kunst da ist. Genau, das Ich ist glaub- auch so, ja. Respekt vor der Kunst war da. Ich habe nie. Ich meine, woher, das ist in der heutigen Zeit, es ist so überladen, so woher nehmen sich die jungen Leute einfach zu sagen, okay, so wie du vorhin gesagt hast, man hat es nicht mehr gehört, man sagt einfach, du bist schlecht. So, weißt du, was Ja, ich meine? So. Ich lache sogar fast drüber. Also mir tut es irgendwo ja leid, weil ich meine, ich bin ja nicht abhängig davon. Ich bin nicht abhängig davon, dass von dieser Meinung oder von den Jüngeren oder von irgendetwas, weil, wie gesagt, wir machen ja nur Kunst. Mir ist es egal, ob das Ding ist, weil mir gefällt's, ich weiß, dir gefällt's und dem gefällt's. Und meinen engsten Leuten auch. Also gibt es bestimmt auf dieser Welt noch mehr Leute, denen es gefällt. Das heißt, was ich will, ist eigentlich nur den Leuten die Möglichkeit geben, meine Musik zu hören. Sowieso, gib mir eine Chance und lasst noch einmal jeden Menschen meine Musik hören. Und dann werden wir sehen, wer, wie, wo, was. Aber wenn ich nicht das nötige Geld heutzutage habe, um 3 Millionen Euro in Werbung auszugeben, kann das doch nicht sein, dass ich danach bewertet werde. Also werde ich dann doch nach meiner Tasche bewertet. Kannst du dir vorstellen, dass wir Hardcore-Künstler sein können und nach unserem Geldbeutel bewertet werden? Unser Rap. Weißt du ja so, wenn du so Ja, hinziehst, ja. nach meinem Marketing oder nach meinem Geldbeutel, weil das ist ja dann mein Marketing, oder nach meinem, keine Ahnung, das kann doch nicht wahr sein, weißt du schon, früher waren die Rapper broke, Alter. Die waren auf der Straße, die haben daraus, wollten sie, verstehst du, heutzutage, deswegen Fühl wir ich. müssen das irgendwo erklären. Ich sage auch gar nicht, scheiß auf die Jüngeren, also, gar nicht, das sind ja meine Jüngeren. Ich versuche denen zu erklären, ich versuche denen ein paar Dinge auf jeden Fall noch einzuflößen. Ich werde immer meine Rolle treu bleiben, auf jeden Fall meiner Rolle. Da ich einfach ich bin. Also. Ich habe auch so das Gefühl, dass, also entweder sind zu viele Menschen einfach reich geworden, weil damals, wo ich Hip-Hop gehört habe, ich habe es aus dem Aspekt gehört, weil der Leid da war. Und weil das dich begleitet hat durch deine schlechten Zeiten. Genau. Genauso wie für andere Park oder Biggie. Biggie war für mich auch Ich weiß so. nicht, ob die das nachempfinden können mit diesem Begleiten, aber es war wirklich so. Es hat wirklich jeder, ich weiß, jeder, der weiß, was ich sage, der von dieser Zeit ist, ich weiß, jeder hat irgendeinen Künstler gehabt, der ihn begleitet hat, der ohne wenn dieser Künstler nicht da gewesen wäre, so wie bei mir Park oder der ein oder andere, ich einfach mehr oder weniger scheiße, keine Ahnung, gelebt hätte. Irgendwie, das hat mich halt glücklich gemacht in dieser Zeit. Es hat dich Das hat begleitet. mich irgendwie gestützt. Ich habe gesehen, jemand ist auch da, der erzählt Sachen, die ich auch durchlebe irgendwie. Und es hat mich einfach so gesagt, okay, du bist nicht alleine. Aber wie gesagt, die Themen heute sind halt so eine Sache für sich. Also Das kommt mir auch so vor. Also ich habe auch, mich hat es halt begleitet. Das hat mir auch, es gibt auch irgendwie so Power und Kraft, weißt du, wenn du so, keine Ahnung, deine 16 Überstunden schiebst, weißt du, was ich so am Tag 16 Stunden arbeitest und dann hörst du halt Musik und es gibt dir so Kraft, wenn du siehst, dass Rapper auch aus diesem Leitkonzept kommen. zum Beispiel, ja. Und heute, wenn du Überstunden schiebst, dann, keine Ahnung, hörst du dir halt mehr dann an, wer hörst was du, ja, hat. genau, du hörst da und wie reich die sind. und so und denkst dir so, Alter, soll ich noch 30 Überstunden schieben, damit ich mir auch das leisten kann oder was? I don't give a fuck. Ich gebe auch einen Fick bald auf Ding, ehrlich gesagt. Auf Instagram oder so. Ich meine, auf dieses da hinterherlaufen, weißt schon. Ich laufe nicht euch hinterher und keiner braucht mir hinterherlaufen. Aber nichtsdestotrotz haben wir alle diese Plattformen, ne? Ja, natürlich, ich sage, der mich hören will, soll gerne mir folgen. Ich kann ihm nicht folgen wegen seiner Freizeit. Tut mir leid, Leute, weißt schon. Ich bin da wegen der Kunst. Ich will dort Leuten folgen. Ich erkläre meiner Freundin. Was heißt, ich erkläre meiner Freundin? Also, man sieht Ladies auf meinem, denen ich folge und die meisten sind irgendwie irgendwo in Kunst verstrickt. Die eine ist Sängerin, die andere ist ein Model, die andere ist keine Ahnung. Das heißt, ich bin nicht unbedingt scharf drauf, in meiner Freizeit mich da aufzuhalten. Deswegen will ich damit erklären, ich brauche nicht, mich in Instagram verrückt zu machen und für Follower sorgen, damit meine Musik gehört wird. Die werde ich schon irgendwie anders noch verbreiten, weißt du, ich meine? Aber es wäre schön, wenn das Ganze ein bisschen vereinfacht wäre und wir einfach alle irgendwo mehr uns treffen könnten und jedem eine Chance geben. Irgendwo. Ich habe es schwer, jetzt in Worte zu fassen. Findest du trotzdem, dass die ganzen Plattformen, findest du das trotzdem wichtig für dich? Also ich meine ja, auch wenn du jetzt nicht so viel Wert drauf legst, dass es jetzt
in die Masse geht oder dass du jetzt den großen Push dadurch kriegst, aber jetzt mal so, findest du es trotzdem wichtig? Ich meine, du hast ja auch Videos drauf. Natürlich würde es mich freuen, wenn ich 1 Million Leute hätte und dann würde ich natürlich heute hier nicht sitzen und sagen so, ja, Instagram, ich scheiße drauf. Ich glaube schon, ehrlich gesagt, dass ich das trotzdem sagen würde. Ich meine es ja nicht mal respektlos. Ich habe ja auch ein paar Familienmitglieder oder ein paar interessante Leute, denen ich tauge, Motivationsleuten oder wie gesagt, ich nutze auf jeden Fall die Zeit. Aber ich sehe leider Leute da drauf, die einfach halt meine Zeit verschwenden, plus hetzen, plus Hass-Scheiße, weiß schon, reinbringen. Du kennst doch das Ganze. Du wachst auf, hast schlechte Laune plötzlich von dem Ganzen. Das wäre doch cool, wenn das Ganze nicht da wäre, weißt schon, und wir eine Instagram, von mir aus Abteilung für Musik hätten. Und dann, weißt du, ich meine, so, dann muss ich mich nicht damit die ganze Zeit befassen und so weiter. Und deswegen, natürlich sind die Plattformen für mich auch wichtig. Aber ich sag dir ehrlich, können auch triggern quasi. Problem ist, dass sie fake sind. Wir wissen doch alle mittlerweile immer dieses Algorithmus, meine eigenen Leute sehen, was soll diese Frechheit überhaupt? Wie kann es sein, dass ich etwas poste und es von dir verborgen wird, wenn du mich kennst? Weil ich habe halt jetzt in den ersten Stunden nur 30 Likes drauf bekommen. Wie kann das sein, dass mein persönliches Foto, was ich auf meiner persönlichen Seite veröffentliche, nicht so wirklich, weiß schon so halt, in Umlauf kommt? Warum? Ja, weil dein Algorithmus hat nicht gestimmt und keine Ahnung was. Müssen wir jetzt alle Wissenschaftler sein? Weißt du, ich meine? Was hältst du von Klicks persönlich? Also, meinst du Klicks kaufen oder was meinst du zum Beispiel? Also generell, also was hältst du jetzt, wie ist deine Meinung, wenn du jetzt... Es ist schon etwas Messbares, es ist ja ein Messinstrument irgendwo, aber ich habe in letzter Zeit ja viel Musik rausgehauen und wir haben viel, jeder weiß es auch, jeder Künstler, der das gemacht hat, weiß es auch, wir haben viel Geld in Playlists gegeben, wir haben viel Geld in YouTube-Werbung gegeben und so weiter und nur so kommen die Klicks auch. Bei den meisten ist es so. Weil keiner von uns irgendwo, auch bei den Stars ist es so, auch die kriegen nicht das Geschenk. Jeder muss verstehen, in diesem Business gibt es nicht einfach so Geschenk, okay, weil Instagram ist auch nicht geschenkt. Du weißt, die verarbeiten unsere Informationen ganz anders. Deswegen dürfen wir umsonst auf dieser Plattform sein. Sonst müssen wir jeden Monat safe 5,99 € zahlen, wenn wir verheimlicht worden wären. Aber weil sie unsere Informationen, you already know, ich brauche jetzt keine Verschwörungsdinger hier auf Deutschland. Und deswegen will ich nur damit sagen, keine Ahnung, man. Also Instagram ein bisschen so eine Sache. Man darf sich auf jeden Fall nicht zu sehr darin vertiefen. Auch als Künstler nicht, weil manche werden davon depressiv. Ehrlich gesagt. Manche kriegen Depressionen, können ihre Musik nicht mehr ausführen, weil sie sehen, sie bringen etwas raus und Leute kommen und geben einfach keine Aufmerksamkeit. Weißt du, ich meine, der versteckt sein Herz und Seele und Leib rein. Und damit meine ich nicht mich. Ich schwöre, ich meine nicht mich. Okay. Und es kommt einfach nichts rum. Und wie siehst du das jetzt selbst? Hängst du dann selber viel online rum oder gibst du dir auch so Pausen oder wie chillst du damit? Wie bist du cool damit? Also ich habe zum Glück, ich habe auch so ein Instagram-Problem oder Online-Plattform-Problem gehabt, so, weißt du, weil ich kenne viele Leute, dann gehst du online, dann interessiert dich das, dann schreibt der dich an und der und der und der. Du antwortest dem nicht, dann ist der beleidigt und so. Diese ganze Dings macht mich einfach, weißt du, es ist unnötig. Deswegen hänge ich schon ab. Ich gebe mir aber nicht zum Beispiel aufwachen und gleich reingehen. Das ist mir zu brain gefickt, weißt schon so, ich kann nicht aufstehen und das in deine Hand legen, in welche Dings du meine Laune führst, weißt du, ich meine. Ich wach auf und ich werde mein Ding machen. Ich mache mir einen Honig mit Wasser, weißt schon, gekochtes Wasser mit Honig bisschen, verstehst du, ich lasse mir 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten Zeit, trink bisschen was, chill bisschen, mach ein bisschen gechillte Musik vielleicht an, Jazz, Piano oder so, irgendetwas, weißt du, ich meine. Und dann erst, wenn ich sage, okay, ich kann mir vielleicht jetzt emotional etwas geben, dann gehe ich erst online, ehrlich gesagt online, weil du weißt selber, es ist nur Krieg, nur dies, nur Beef, nur Hass, irgendwelche Rapper machen irgendeinen Kindergarten, weißt schon, man, weißt du, ich meine. Ist auch nicht das echte Leben, also. Ja, und deswegen, weil du sagst, hängst du auch dort ab, ja, ich hatte auch ein Problem, habe auch Stunden da abgehangen, aber nicht mehr. Ich schaue, dass ich meine Kunst etwas verwalte, verteile, ein bisschen meinen Leuten auch, natürlich habe ich auch meiner Community was zu geben, natürlich geben sie mir Liebe, ich muss auch Liebe zurückgeben, deswegen bin ich auch da und sage, ey, yo, hier, yo, was geht ab, hier, schaut's an, was ich esse und trinke. Hier, komm mit in mein Privatleben. Aber ja, wir werden später sehen, ob das Gute ist, weiß ich meine. Ich mache das eigentlich nur aus Liebe, aber nicht nicht aus Fame, Geilheit oder so, hey, yo, schaut mir zu oder Ding, weiß ich meine. Wie lange machst du das eigentlich schon insgesamt? Ich glaube, ich denke, es gibt auch eine Zeit, wo dieses ganze Internet nicht da war, wo man trotzdem Rap gemacht hat, also wo die ganzen Plattformen nicht vertreten waren. So, gab es schon eine Zeit, wo du gerappt hast, also wo du noch gar nicht damit dich befasst hast oder musstest? Das geht schon, ja, auf jeden Fall. Also
Also ursprünglich habe ich gedacht, dass ich habe immer schon gerappt, also amerikanische Texte nachgerappt, Wu-Tang und so und die Leute wissen, ich war schon gut, also ich meine, es ist nur ein Nachrappen, aber nicht jeder kann trotzdem sich das merken oder keine Ahnung, so gut nachrappen oder das so gut betonen oder so klingen, als wärst du nicht aus Amerika oder so oder andersrum, so klingen, als wärst du wirklich von der Hood vielleicht oder so. Viele haben ja auch versucht zu inszenieren, auch so, dass sie so auf diese Tonlage kommen oder zu sagen, hey, guck mal so, ja, ich bin ein Rapper oder der. Aber ich habe es einfach so aus Liebe gemacht. Aus Liebe und Respekt, ehrlich gesagt, weil die Leute, weißt du, so Leute wie Parker sind tot. Er kann nicht für sich, also kann schon, seine Musik macht es natürlich, aber es gibt auch Leute wie mich, die nochmal weiter für ihn sagen, so, schau mal seine Kunst. Verstehst du das oder verstehst du das oder einfach, das ist höhere Kunst oder die Lyrik oder, wie soll ich sagen, da war halt einfach mehr dahinter, weißt du, ich meine, also meine Black People wissen schon, was Park damals also für die war, für die Menschheit auch war. Ich denke auch, dass solange man auch einer wie Biggie oder so, also ja. Ich will niemanden irgendwo jetzt nur auf Tupac gehen. Nee, also klar. Viele schwarze Rapper oder auch weiße Rapper haben viel für die Community getan, für die Leute, die Armen und die nichts hatten, verstehst du? Mhm. Deswegen bin ich ein bisschen auch empfindlich mit dem Thema. Und deswegen sage ich, viele meiner Black-Leute wissen, was der Unterschied zwischen Park und einem irgendeinem 6ix9ine ist oder so, verstehst du? Die wissen, dass er da war oder so. Man muss halt respektieren, dass seine Mutter Black Panther und immer gekämpft hat für Schwarze in Amerika und Unterdrückung und alles. Jetzt, wo alle auf Black Lives Matter machen, wo ist ein Ding von Park? Also da war Changes drin, aber die verstehen nicht, um was es geht trotzdem. Ich meine nur, verstehst du, wenn wir so ehrlich sind, will ich damit sagen, und ich habe diesen Ding, Background, noch immer im Hinterkopf, weißt du, wenn ich rappe oder wenn ich etwas performe oder wenn ich von einem Rapper was nachrappe, dann aus Liebe und Respekt, damit die Leute das mal verstehen. B will nicht cool sein und macht es so, wow, er ist dann cool, hat dann cool gerappt vor dem Ding. Nein, ich mache das aus Respekt und Liebe, weil die sich dies aus reinster Seele das gegeben haben. Sie hätten damals getötet werden könnten dafür, verstehst du, für die Sachen, die sie rausgelassen haben. Weißt ich denke mal, solange jeder Tupac auch hört, bis heute so, wird doch immer leben. Weißt du was, ich meine, so in einer gewissen Hinsicht so. Deswegen wenn du jetzt aber 6ix9ine anschaust, so, ich weiß nicht, ob in 10 Jahren noch jemand den kennt, weißt du, oder in 20. Ja, eben, so. Weißt du, also deswegen, also es hat nichts mit Coolsein zu tun oder die Leute, die dann sagen, Park, ich weiß nicht und so. Keiner muss ihn als Rapper feiern, aber er war ein Politiker. Er hat sich eingesetzt für euch, für diese ganzen Dinge, Unterdrückung und armen Leute und so weiter. Und jetzt kommen Rapper und machen alles kaputt, indem sie sagen, fickt andere, fickt irgendwelche Hoes, trink Alkohol, gib dir irgendeinen verfickten scheiß Hustensaft in dein Ding rein und bring dich um. Und das erzählen sie unseren kleinen Nichten und Neffen und kleinen Brüdern und Schwestern. Und diese Trottel um uns herum hören das noch und pushen einen Typen wie 6ix9ine hoch. Also müsste ich eigentlich die Hälfte um mich herum klatschen, ehrlich gesagt. Weil die dafür sorgen, dass so dieses Gift einfach reinkommt. Jetzt sind manche da und sagen, nein, bitte macht's mir nichts vor, alter Mann. Wenn ihr schlau seid oder wenn ihr irgend wisst, dann hinterfragt mal die Musikindustrie, seit wann diese Psycho-Scheiße abgeht. Verstehst du? Das ist eine reinste Psychologie, ein Psychologie-Game. Also findest du, dass die Message heutzutage viel negativer ist als damals im Rap? Auf jeden Fall. Also, es gab so also Rap kam, wie du weißt, so um sich zu battlen, um die Schüsse zwischeneinander nicht mehr zu haben, sondern das nur noch mit Wörtern zu machen. Dann kam aber... Heute ist ja andersrum fast schon. Ja, Mann, aber dann kam aber eine Zeit in den 90ern, es ist mir egal, das kann man ja auch hier vor laufender Kamera sagen. Das hat auch nichts mit Verschwörung zu tun. Dann kam eine Zeit in Amerika, wo die Kneste privatisiert wurden. Und dann kamen große Männer mit viel Geld und haben den großen Produzenten gesagt, ihr müsst die Industrie verändern, ihr müsst die Musik verändern, ihr müsst viel mehr schlechte Einflüsse reinkriegen, wir müssen die Kneste füllen. Ja, und jetzt sind die Kneste voll von dem Ganzen, verstehst du? Krass. Und das kam in den 90ern, das wissen doch nicht unsere jungen Leute. Krasse Sicht. Ist so. Also deswegen sollen sie sich halt informieren und das wurde mit psychologischer Ding einfach reingesetzt. Drogen hier, Bitches da, ficken, trinken, bla bla bla. Ich selber war darin gefangen. Ich selber hab doch getrunken und vielleicht all die ganzen Scheiße gemacht vielleicht. Und deswegen ist das nicht gut. Ich weiß, das ist nicht gut. Es hat mir nichts gebracht. Denkst du auch, dass sie es so in Deutschland so leicht abgewandelt haben? Ich meine, hier ist es jetzt nicht so ganz so aggressiv oder brutal, aber trotzdem ich glaube, es ist nie gut, wenn, keine Ahnung, ein 16-jähriger Rapper, Alter, eine Uhr trägt, die mehr kostet als die Wohnung, die ich Miete zahle. Weißt du, was ich meine? So? Also, der erste große Fehler war damals mit dem Song Kokaina. Ich muss in alle Kameras, die hier schauen, wie konntet ihr alle eure Kinder, die 4, 5 Jahre alt waren, sowas rappen lassen? Wer ist hier verantwortungslos?
Ich würde mein Kind klatschen, ganz einfach. Auch wenn ich nicht klatschen würde, die wissen, ich habe großes Herz, ich kann niemand, ich bin so klein. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Mental klatschen, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist einfach, das geht so nicht. Weißt du, mein Kind wird nicht irgendwie Kokainer rappen mit 5 Jahren. Und das ist eure Schuld. Das ist eure Schuld von euch allen, dass ihr das zugelassen habt, dass ihr das gepumpt habt, rauf und runter. Ich habe nichts dagegen, dass ihr das pumpt. Wir haben auch mit 12 Jahren Tupac gepumpt, wo er sagt, shut N-Wort und hier und N und so. Mhm. Ja, aber das ist was ganz anderes, habe ich auch gerade gesagt. Wenn man Tupac gekannt hat, dann wusste man auch die komplette Ding. Aber wenn man jetzt ein Kapital braucht oder irgendeinen, wie heißt der überhaupt nochmal? Dieser Kokainer-Typ. Ich habe sogar Miami Yassin. Miami Yassin. Die kleinen Jungs werden nicht hinterfragen, wer ist er und oh, er war Politiker und er setzt sich für Dings ein und Deutschland und bla und Ausländer und gar nichts, Mann. Das sind kleine Straßenstriche alle, weißt du, wie ich meine? Die unsere kleinen Kinder vergiften, fertig aus. Ist so. Und deswegen braucht auch keiner denken, ich mache hier auf Pädagoge oder so. Von mir aus bin ich lieber ein Pädagoge als irgend so ein abgefuckter Junkie, der eure kleinen Kinder vergiftet. Ehrlich gesagt. Ja, das liegt ja auch, das ist, glaube ich, in einer gewissen Zeit so ein Trend gekommen, weißt du, so Drogen-Rap kombiniert mit karibischen Beats oder sowas, weißt du, ich bin auch nur so sauer, flexen so mit oder Sachen. ich bin auch nur ein bisschen emotional oder so, weil das ist ja, was ich sage. Wenn ich etwas Wertvolles in meinen Text setze, wird gesagt, dass es schlecht ist, weil der Klick nicht stimmt, verstehst du? Aber den werden sie hören und das weiß doch die Industrie, deswegen haben eure Kinder das doch gehört. Sonst hätte die Industrie das nicht zugelassen. Wenn da Gott drinnen wäre statt Kokainer, das Lied Gott gehießen hätte, wäre nie das an eure Kinder gekommen, weil die Industrie das nicht gewollt hätte. Aber Kokainer schon. Und da haben wir die kleinen Kinder, mit 14 ziehen sie und so weiter und egal. Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht zu tief und Negativität sagen, aber man muss es sagen, Bro. Das ist stimmt. Realness, weißt schon, das ich will jetzt auch nicht so negativ reingehen, aber trotzdem. Ja, Leute, die mich kennen, wissen, ich bin immer positiv und optimistisch, ich schwöre. Aber wenn man mich ein paar Sachen fragt, die dann wirklich tief gehen und Musik ist halt mein Triggerpunkt, dann werde ich halt empfindlich und sage ein paar Sachen. Ja, in meiner Smartwatch klingelt es gerade hier. Willst du Knight Rider anrufen, dass er kommt? Ich bin gar nicht so ein Typ, das weiß schon auch mit solchen Sachen. Hast du da auch selber jetzt auch Disrespekt erlebt oder auch Ignoranz von Leuten in deinem Umfeld, so was das Game angeht, Münchner Szene, Rap-Szene, Videoszene vielleicht auch. Vielleicht. Okay, wir müssen ein bisschen zurückgehen. Also ich meine, gehen wir zurück. Ich komme zurück. Ich muss ehrlich gesagt erstmal vor meiner eigenen, vor meiner eigenen Haustür kehren. Alles klar, dann kennen wir. Wir gehen zurück. Ich weiß nicht, in welches Jahr. Da war auf jeden Fall Rap für den Arsch in Deutschland, in München, vor allem in München. Da gab es einige Jahre, ne? Es gab ein paar Rapper wie Großes K und ein paar von seinen Jungs oder auch, wie gesagt, natürlich auch ein paar von Berlin, aber auch sogar die Berliner und Hamburger Rapper waren alle nicht so besonders. Es waren ein paar Rapper da, wirklich. Vielleicht hatten wir Azad, Sammy Deluxe, Kool Savas, so ungefähr die da. Also war diese Zeit auf jeden Fall. Und dann kamen ich und meine Jungs so in unsere 18, 19 Jahre, weißt schon, in diese 20er. Und haben halt richtig geilen Rap angefangen. Welches Jahr rum war das ungefähr? Ich glaube 2000er oder so. Ich kann es echt jetzt gerade nicht mal sagen. 2000, so früh? Nein, dann wäre ich ja 40. Nein, 2000, Schwan. 2008 oder 2007 war diese Krise. Also wo das Download so groß war. Ich meine, es war nicht die 90s, es waren halt die 2000er. Ich meine wahrscheinlich 2008 oder so. Oder warte, wie alt waren wir da? 8 wären wir ungefähr... Also ich bin 85... Stabil. Ich weiß nicht, auf jeden Fall waren wir da gute 20 halt. Gute 20 Jahre alt und dann, ja, da lief 50 Cent und all dieser ganze amerikanische Zeug, wie gesagt. So Sido und so, weißt du, wie Sido sich noch angehört hat? Also keiner von heute, also von denen, die heute Rap hören, hätten damals Sido so gehört. Also es war wirklich dreckig, es ging wirklich nur ums Äußerste so. Das hat, glaube ich, auch Flair gesagt, so, also so. Wenn du diesen... Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, aber diesen einen Song da, so, wo es um Analverkehr geht, ja. Wenn du den heute machst, Digga, wird keiner hören. Ja, das ist halt so, nur diese Eumel, also keine Ahnung, die dreckigsten Menschen also hören sowas, weißt schon, was bringt es mir so eine dreckige Ding, Porno zu hören als Wort, ja. Weißt schon. Naja, auf jeden Fall waren wir da mit den Jungs. Keine Ahnung, also München war wirklich noch nicht so. Es gab ein paar Rapper, es gab immer wieder mal ein paar Hip-Hop-Jams. Es gab Soli B, es gab Stiller Ruf, Muri G und so. Es gab ein paar so aus Neuperlach auch und ein paar Münchner Rapper, wie gesagt. Es war dezent, aber es waren vielleicht bei jeder Jam 5 bis 10 Leute vielleicht. Hattet ihr auch untereinander alle zu tun oder gar nicht? Oder kannte man sich Genau, einfach? Deswegen habe ich gesagt, gehen wir zurück.
und ich will vor meiner Tür kennen. Dann wurden wir natürlich wichtig kurz, weißt du, wir haben unser Charakter noch nicht so unter Kontrolle gehabt mit 20, wir haben ein bisschen Fame bekommen, die Produktionen wurden besser, wir haben mit Sessuan angefangen auch aufzunehmen und da war er natürlich schon weit, hat uns gut auf jeden Fall unterstützt und hat sich auch alles sehr gut angehört. Ich hatte wirklich, zu der Zeit hatte ich schon ein bisschen für mich, ich bin ja bescheiden, weißt du, wenn 15 Leute mir gesagt haben, oh, yo, das ist krass, dann war es damals krass. Und dann hatten wir halt Auftritte mit so, sag ich mal, 100 Neuperlachern da. Und die können zugeben, Alter, weißt du. Die können alle zugeben, ich musste wieder in alle Kameras schauen, wo wir hier sind. Gib doch zu, wer stand früher für euch, für ganz Neuperlach und so weiter auf der Bühne. Das waren ich, KG, Kevin, Charakter und so weiter und die Jungs, weißt du, ich meine. Es geht noch weiter zurück, bevor Mike J und Undercover, da waren die noch, also Mike J war noch DJ damals, der war noch DJ Mike J. Okay, vor diesem 089. Genau, vorher hat er schon gedjt, also er war schon auch in Hip-Hop, aber er hat noch nicht gerappt, also vielleicht Hobby oder so, aber er war noch nicht offiziell. Da waren wir schon am Rappen, meine ich damit. Das heißt, es geht schon wirklich weit zurück, weil es geht ja bei denen schon fast 10 Jahre jetzt zurück. Und somit, Brother, waren wir wirklich auf der Bühne, aber wir waren ignorant ein bisschen. Es gab noch andere, kleinere Crews, zum Beispiel auch, zum Beispiel war da damals mit uns Tilosh, nach uns dann aufgetreten oder vor uns und dann, sorry Jungs, weiß schon, ich weiß die Namen nicht mehr, es gab auf jeden Fall ein paar. Und ich entschuldige mich jetzt auch in dem Sinne auch bei Tilosh zum Beispiel. Weil wenn wir ehrlich sind und er zurückgeht in sein Herz und so, wir wissen, damals waren wir einfach eingebildet, ich und meine Jungs. Wir haben extra nach dem Auftritt, deren Auftritte mehr oder weniger fast sabotiert. Und zwar, die meisten, wir waren halt meist angesehen zu der Zeit noch. Das heißt, wenn wir gegangen sind, sind alle gegangen. Habt ihr es damals auch so gemeint oder war das einfach nur Ignoranz, weil das da so war? Nee, wir waren wie gesagt noch ein bisschen so dieses eingebildete, jede Hood hat so sein eigenen Ding, weißt du. Neuperlach geteilt in 4 Dinger so und ja, meine Jungs und meine Hood. Und dann, wenn es dann so ein Münchner Auftritt war, dann war so, alle Neuperlacher sind dann zusammen. Aber wenn es ein Neuperlacher Auftritt war, waren dann die Neuperlacher. Die Straße gegen die Straße. Genau. Aber deswegen waren wir dementsprechend oft auch in München unterwegs und waren mit ganz Neuperlach in dem Auftritt. Das heißt, wir waren zum Beispiel in Milbertshofen, aber hatten 100 Neuperlacher mit uns dort. Das heißt, ich habe dann gesagt, ey, yo, kommst auf die Bühne, wo ist Neuperlach, wo ist NPL, auf die Bühne, Alter. Und dann sind auf einmal 100 Leute auf der Bühne gewesen und die Leute waren natürlich unterdrückt. Egal, ob wir in Messestadt waren, egal, ob wir in Milbertshofen waren, ihr wisst alle, was Sache war. Ich will nicht auf cool spielen, ich entschuldige mich dafür, dass wir damals auf cool gespielt haben, aber auch cool waren. Deswegen konnten wir mit diesem Fame nicht umgehen und waren hochnäsig. Und ich sage, deswegen ist bis heute, weil du sagst Ignoranz München, ja, deswegen sind heute noch manche da, die sagen so, ey, ich weiß nicht, ich will ihn noch eigentlich weiterhaten, weil damals war er so und so. Damals hat er, also wir sind aufgetreten, sagen wir mal, dann sind wir nach unserem Auftritt gegangen und die Künstler danach waren halt die Armen mit 20 Leuten nur noch da zum Beispiel. Nur noch deren Zuschauer waren da. Und wir haben gesagt, komm, geh mal alle und so weiter. Wir haben halt sabotiert. Und deswegen, wie gesagt, man muss schon genug Charakter haben und sich entschuldigen. Ich sage, sorry, wir waren damals schwach. Wir haben gedacht, scheiß auf alle. Nur wir sind wichtig. Nur wir sind krass. Ich und meine Jungs. Stabil, stabil. Und so war es halt früher. Wir mussten auch so einen Charakter haben, weil es war halt nun mal so, dass viele sich auch messen wollten. Weißt du, was ich meine? Und die 90er und 2000er und so, das waren keine Pussy-Zeiten, weißt du, so wie heute, dass jeder irgendeinen Scheiß machen kann. Wir hätten Schläge bekommen. Wären wir irgendwelche kleinen Pussys oder irgendwelchen Pussy-Rap gemacht oder so, wir hätten Schläge bekommen, ganz einfach. So ist die Sache. Deswegen haben heute noch Leute wie ihr oder manche so, die so eine große Klappe haben und mit ihrer Musik dann noch Leute dissen oder so, schon längst auch sowas verdient. Aber ich hab mir was überlegt, mit mir, wie gesagt, also war alles cool immer. Mit mir, ich habe so ehrlich gesagt noch nie, auch seit der Zeit eben, hatte ich nie Respektlosigkeiten. Keiner kam vor meine Nase und hat gesagt, komm, fronten, keine Ahnung, hier, Beef, Meef. Keiner wollte sich Ding klatschen, keiner wollte beefen, keiner wollte dissen. Und bis heute wird es auch so bleiben. Ich habe keinen gedisst, also zumindest nicht namentlich. Natürlich haben wir indirekt natürlich ein bisschen geschossen, das gehört sich auch dazu. Aber wenn einer meinen Namen in den Mund nimmt und mit Absicht mich vor der Masse peinlich machen will, gibt es entweder Schläge oder ganz einfach. Das wird ganz oldschool bleiben. Auch während ich mein Mikro in der Hand habe, während dem Auftritt oder so, gab es auch Fälle. Gab es Fälle, wollten Leute respektlos sein, dann gab es das Mikro ins Gesicht. Tut mir leid, weißt du, ich meine. Muss man in Kauf nehmen. Ich mache auch echt nicht auf cool. Aber ich will nur das schon mal klarstellen, weil heutzutage sind viele respektlos, deswegen gehe ich auch nicht auf Jam-Battles oder so. Es kann nicht einfach so, ich bin nicht der Typ, der dich beleidigt. Und dann gerne aber auch sich beleidigen lässt, weißt schon. Das ist doch Sadomaso, Alter, weißt schon so. Vor allem, wenn es so, ich glaube so, wenn es in die Richtung so mit der Eltern geht, ja safe. So, ich geb dir so masochistisch, Schmerz, weißt du so. Schmerz, Ja. kriegt meine Mutter verbal, weißt schon. Astaghfirullah, dass ich überhaupt sowas ausspreche, weißt schon. Aber verstehst du so,
Das ist nicht mein Ding, Mann. Ich werde Rap noch immer bei Leben behalten und noch immer diesen Respekt beibehalten und noch einmal für die Seele von Biggie, Pac und all diese Leute. Ich sehe, du lachst, du kriegst diese Dinge in dein Herz. That's real, man. That's Safe, real. da hast du mich auf jeden Fall. Ja. So, teile ich. Und deswegen, ja, ich will kein Beef, aber wie gesagt, wenn jemand will, ich steige mit jedem in den Käfig. Corona-Käfig. Ja, Mann, also jetzt können wir eh nicht, aber So. hört doch mit diesem beschissenen Ding, macht eure Kunst und macht euch nicht wichtig auf den Kappe von anderen Leuten, weißt schon. Sowohl meine Leute als auch andere Leute. Ich meine nur, lasst Kunst bleiben und wenn nicht, weißt schon, kann man die Sachen auch anders klären. Und wenn Leute Bock haben, sich, weiß schon, zu boxen, nimmt Handschuhe, kommt mit in den Käfig, lasst uns boxen oder in die Booth. Kein Problem, man. Ist doch kein Problem. Aber so auf der Straße kann viele Sachen passieren. Brauchen wir nicht auf Kinder tun. Viele sind gestorben. Viele Leute von uns sind auch gestorben. Wie kann es sein, dass noch immer Leute so, erst vor kurzem sterben Leute von uns, alle auf Rest in Peace. Wie kann es sein, dass ihr eine Woche später wieder respektlos seid und Leute von euch und uns gegenseitig, verstehst du so? Wie kann diese Liebe nicht eine Woche kurz still bleiben und der Hate kommt schon wieder? Das meine ich, weiß schon. Chill. Es gibt noch ganz andere Probleme auf der Welt, weißt du, ich meine? Als dass ich mich mit dem befasse oder die mich mit mir. Rap ist auch irgendwann mal nicht so das Wichtigste auf der Welt, so wenn man schaut. Ja, also, deswegen. was heißt Rap? Es geht halt einfach nur um diese miese Stimmung, weißt du? So, ich meine, Trouble gibt's überall, so muss man ein bisschen cool bleiben, Mann. So. Dann kommen wir mal zu einer ganz anderen Sache. So. Was hat es damit auf sich, dass du auch Musik etwas deeper machst, so für Frauen, like? Was hat es damit auf sich? Ich habe gehört, so, ja, einige Frauen vergleichen dich mit Nemo und so. Was hat es auf? Komm, sag mal, leg mal auf den Tisch. Ich habe mich gedacht, ja, so, was hat es so von ganz hart auf ganz weich, sag mal. Also, das war jetzt ein bisschen gemixt. Also, warum hat das eine mit dem anderen zu tun für euch irgendwie? Also, das eine hat nichts mit dem anderen indirekt zu tun, sondern einfach nur, dass das ist ja kein Geheimnis. Ich glaube, viele Frauen hören dich auch. ja, So, und, ich mache gerne Frauen, also Songs, natürlich auch, natürlich für unsere lieben Frauen auch. Und ich liebe ja auch chilligen Gangster-Love-Sound. Ich weiß, du magst es auch nicht, verglichen zu werden, aber ich habe das, wenn du das mal rausliest, Also so, dass Frauen das so schreiben, dass sie dich so ein bisschen mit Nemo vergleichen, dann möchte ich schon wissen, was sieht man so in dich oder was verkörperst du, denkst du, dass du den Ladies so gibst per Sound? Also, die meisten haben ja nur das Problem, wenn ich diesen Fischerhut aufsetze. Also die meisten sagen, oh, du schaust so aus wie Nemo. Ja, okay, also ich meine nur, aber ich weiß auch, die meisten stehen ja auch auf Nemo. Das heißt, vielleicht kommen die aus der Hoffnung, dass ich dann vielleicht so, weißt du, hey, echt, wow, cool. Aber für mich, ich bin ja ich war ja schon immer ich, schon vor 10 Jahren war ich so wie Nemo jetzt. Weil Nemo ist ja 5, 6, 7, 8, 9 Jahre jünger als ich wahrscheinlich. Und deswegen ist es cool für mich, einen kleinen Bruder zu sehen, der richtig viel Erfolg plötzlich hat. Und Leute kamen und haben auch noch die Ähnlichkeit in mir gesehen. Ich habe es auch gesehen und habe mir gedacht, krass, wir müssen wahrscheinlich verwandt sein oder so. Also ehrlich gesagt, ich bin nämlich aus Nordkurdistan. Nordkurdistan sagt, nahe zu Iran, weißt du, wie ich meine? Das heißt, vielleicht haben wir echt ferne Verwandten, weil es ist schon irgendetwas da, es fasziniert mich auch, ehrlich gesagt. Und ja, zufällig, vielleicht, ich weiß nicht, also er ist Iraner, ich bin Kurde. Und man weiß ja in der Geschichte von Persern und auch uns hat man ja, wir sind so ein Dichtervolk, weißt du? Es kann sein, dass es in meine Gene zurückgeht, wir sind so ein Dichtervolk und deswegen tue ich mir leicht, Frauen so einen Liebestext oder... Stimmt, ja. Es ist ja so wie ein Gedicht einfach, weißt du? Die wollen sich auch, also Perser distanzieren sich auch immer von Arabern, die sagen immer, wir sind keine Araber, wir sind Perser. Ja, so, und Kurden sind auch noch Kurden. Ja. Ist so, also Araber sind Araber, Kurden sind Kurden, Perser sind Perser. Ist halt echt so von der Dann Kultur. Dann bist du kurdischer Perser quasi, nein, so ein bisschen, oder? Nicht? Ich bin Kurde aus Irak. Okay. Ich muss das Irak dazu sagen, weil Kurdistan wurde ja aufgehoben nach dem Ersten Weltkrieg oder so und ja, davor war es einfach nur Kurdistan. Jetzt müssen wir halt sagen Kurde aus Irak oder Kurde aus Iran oder Kurde aus Türkei. Obwohl es eigentlich nicht mit dem Land verknüpft ist, aber okay, weißt schon, wenn ihr das so besser findet und ihr das einfacher habt, dann sage ich nicht aus Nordkurdistan, sondern ich sage aus Irak, wenn die so haben. Aber ich bin ja trotzdem der gleiche, der ich bin. Also, you wanna keep it real, then keep it real, you know? Und, deswegen, Brother. Kannst du dir auch vorstellen, etwas Deeperes so in Richtung Musik machen, speziell für Frauen, oder kannst du dir auch vorstellen, etwas, guck mal, 50 hat ja damals ist auch in die, ich glaube, er war einer der Ersten, der dann auch so in diese melodischen Gesangsschiene reingegangen ist, dann auch, so heute ist es ja total weit ausgeprägt so. Ja.
Heute, wenn einer singt auf diese Afro-Beats, dann sagt man auch Rap irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht warum. Aber Das kam also so kannst du mit, dir auch vorstellen, etwas mehr in die Gesangsrichtung zu gehen? Ich meine, du hast ja schon ein paar Sachen gemacht, wie Ballin und so. ja, ich bin, ehrlich gesagt, im Herzen bin ich auch Sänger, ehrlich gesagt. Also Okay. weil, wenn man nur, ich bin nicht Rapper, ich bin ein Singer. Weil man rappt ja eigentlich nicht, man macht das ja, weil man gerne singt irgendwie. Ich finde, weil Rap alleine wäre so, dann wäre ich ja gerne ein A-Cappella-Rapper. So bla bla bla, aber es ist ja die Musik, die mich treibt und dann bin ich im Vibe, you know. Und dann kommt eigentlich das Gesangsding dazu, was wir aber in Rap verwickeln, sag ich mal so. Und Baby, ich bin da und na. Aber eigentlich ist es ja dieses na in deinem Kopf, so, wo du, die Wörter müssen halt noch dazu, sonst tut man ja nur lallern. Was soll man machen? Aber Deeper habe ich auch schon früher gemacht. Nur ich habe ein paar Songs, ehrlich gesagt, wieder entfernt, weil die Quali natürlich heutzutage zu wünschen übrig lässt. Und deswegen habe ich alte Songs einfach weg und habe jetzt natürlich die nicht hochgeladen oder so. Aber ich habe viele alte Songs gehabt. Vor allem, weil ich ja damals schon mit Beat, also damals kam dann die Zeit. Genau, das wollte ich auch sagen. Ich hatte dann keinen Produzenten. Ich war ja mein Produzent. Damals war es plötzlich so, ich habe mir ein Studio geholt und mit meinen Jungs zu Hause, dann haben wir produziert einfach. Wir haben plötzlich angefangen, Beats zu machen, die sich vielleicht heute nicht so, wie gesagt, die waren schon krass. Egal, was man sagt. Also jeder, der Interesse hat, soll mir irgendwie mich anschreiben, DM oder so und sagen, zeig mal ein uraltes Lied von dir. Ich zeige euch ein Beat. Ich sage euch, das ist, wie gesagt, schon 10 Jahre alt. Ich habe selbst produziert, den Beat und alles mögliche. Und das war für uns normal so. Heutzutage ist es nicht so. Heutzutage gehst du wohin, der nimmt dich auf. Das wird gemastert, gemixt, das wird hochgeladen, fertig aus. Und nächstes und nächstes und nächstes. Aber früher war viel mehr Herz und Seele dahinter. Wir mussten jeden Ton einspielen, wir mussten schauen, weißt schon, das zu bewerben. Es gab kein richtiges YouTube, es gab kein Spotify oder so. Es gab gar nichts, weißt schon. Es gab nichts. Es gab nur von mir zu dir. Ich gebe dir meinen Song und du hoffentlich gibst es dem. So hat sich das ja auch früher verbreitet auf der Street so. Also und so war das ja natürlich. Und deswegen musst du dir vorstellen, hatte ich für die Zeit, dass es keine Online-Plattformen gab, hatte ich viel Fame. Also ich und meine Jungs zusammen. Weil wir haben viel geleistet. Keiner hat Deswegen was die gemacht. Frage, findest du die Zeit vor diesen ganzen Plattformen und vor diesen Social Media also war das ein anderes Gefühl auch? Das war, hast du dich mehr gefreut, wenn jemand deine Musik von keine Ahnung, CD-Player zu CD-Player rüber gehört hat, anstatt heute jetzt 10.000 oder 20.000 Klicks drauf? Ehrlich gesagt schon. Also ich merke das, ich habe das gemerkt, nachdem wir mit meinem Management jetzt, wo die Songs dann, also jetzt die letzten Songs dann, also wo wir dann angefangen mit dem ganzen Spotify-Business und dem Online-Business und so, dann, wo wir dann angefangen haben, Werbung zu schalten und ich gemerkt habe, so 1000, 2000 gefällt mir und hier und dann habe ich gemerkt, ich werde typisch gleichgültig, wie der Mensch meist so ist. Also, weißt du, was ich meine? So damals hat es uns so gejuckt, so, boah, cool, 60 Likes. Hoffentlich kriege ich heute 80 Likes. Jetzt war es so, auf einmal waren es 300, 400 Likes in einem Tag. Und jetzt schon, obwohl es kein großes Ding ist eigentlich, habe ich schon dieses Gefühl verloren von Besonderheit, wo ich mich gefreut habe über jeden Einzelnen. Vor allem, du übersiehst ja auch dann. Vielleicht hast du mich geliked und ich habe es übersehen, weil einfach 200 Leute dazu noch geliked haben. Und ich habe dir gesagt, ich will mich ja nicht damit beschäftigen den ganzen Tag. Quasi, du lebst nicht im Internet, kannst du sagen. Nein, und was soll ich dann machen? Stell mal vor, so wie viele Anfragen jedes Mal kommen und ich sehe die dann nicht. Vielleicht Jüngere, die das viel ernster nehmen und das dann sogar persönlich mit ihrem Herz verknüpfen, weil sie schon sagen, der hat was gegen mich, weil meine Haare sind rot. Obwohl es gar nicht so ist, aber ich habe es vielleicht übersehen. Deswegen ist das schon so eine Sache, die damit mitkommt, mit diesem bisschen was mehr Reichweite bekommen und so. Und ich habe noch immer nicht so viel. Noch immer habe ich meinen Artist Talk seit letztem Mal, ehrlich gesagt, nicht großartig verändert, weil ich bin ja kein Instagram-Typ, wie gesagt. Und habe schon ein paar mehr bekommen und so, aber trotzdem, es ist so, es bewegt mich nicht. Ich habe keine Emotion dazu mehr, weißt du, ich meine? Ich habe die Emotionen zu diesem Online-Ding verloren. Das ist endkrass. Ich glaube, das liegt auch an diesem Digitalen, weißt du? Früher, wenn auch nur 2 Leute deine Songs gehört haben, du hast es gehört und die gingen Herz auf. Auf jeden Fall. So. Also ich bin ausgeflippt, wo ich da gab es doch Messenger früher. Windows Messenger oder war das? Ich glaube, es war nicht. Ja, doch, Windows Messenger. Diese ersten. Ja, Mann, da gab es mit deinen Leuten, mit die E-Mails, die du hattest von den Leuten, mit denen konntest du dann chatten, weißt du? Und da habe ich auf einmal gesehen, weil ich die Songs, die immer gerade hören. Das war damals auch begrenzt, ne? Ich glaube schon, da 100 nicht ohne Ende eine E-Mail schicken, sondern das war... Irgendwie sowas, ja. Und da habe ich zum Beispiel mal gesehen, dass so 5 Leute mein Lied gleichzeitig gerade hören, meinen neuen Song, der rauskam. Und wie gesagt, es gab ja kein Online-Ding. Und dachte mir, 5 Leute hören gerade meinen Song. Weißt du, wie ich mich gefreut habe?
Es war, wie gesagt, ein ganz anderes Gefühl als heute. Krass. Ich habe auch letztens mit KG geredet, einer meiner Homies, ein Shoutout an KG, der übrigens heute einen Song rausgebracht hat, ein Video. Schöne Grüße an der Stelle an KG. Ihr könnt an dieser Auch von Stelle, mir. genau, wir schauen später, dass ihr nochmal auf Ich jeden würde Fall... mich sehr freuen, Bro, wenn du auch mal hier kommst, KG. Hier. Yes, Zu uns, man. zu mir. Wir haben auf jeden Fall letztens mit ihm gesprochen und ich habe ihm gesagt, und das Lied, das er jetzt rausgebracht hat, ist mit großes K. Übrigens auch ein Shoutout an ihn, an Charakter und an Fizzer. Happy Release, Jungs. Heute ist das Release von denen. Und Zieh ich mir später gleich mal rein. ja, man schaut es euch einfach an, gibt ein KG Hood Life, dann werdet ihr schon finden. Wahrscheinlich findet ihr sogar, wenn ihr BA Hood Life eingibt am Ende, weil er mit mir vielleicht verknüpft ist oder so, aber ihr findet ihn schon. Und zu der Frage auf jeden Fall, ich habe gemeint, hey Bro, dein Lied ist 5,5 Minuten. Und du weißt selber, heutzutage sind die Lieder alle nur 2 Minuten, 2,5 Minuten fast. Die Aufmerksamkeitsspanne ist Deswegen habe ich gesagt, hast du das überhaupt bemerkt und so. Und dann habe ich gemeint, krass, das früher war ganz normal so, weißt du? Er hat auch gemeint, er so, ja Bro, ich so, heutzutage gibt es auch gar keine Skits mehr. Also Skit, nicht Skizze, sondern S-K-I-T, Skit. Das heißt, dieses Skit, ja. Zwischending, viele wissen es ja nicht. Das heißt, du hast dir ein Album geholt, dann waren... wollte ich gerade 15 sagen, Songs du musst drauf. dir ein Album kaufen. Genau, deswegen hat er auch gemeint, also Bro, früher haben wir uns ein Album gekauft für 15 Euro oder 12 Euro. Dann hat man das ganz anders geschätzt. Dann hast du das Lied für Lied erstmal gehört. Dann kamen die Zwischenskits eben lustige... Aber auch das Skit was Besonderes, ne? Ja, Mann. Skit Ich fand war auch, was ey, man also... hat, miteinander, mit Freunden hat man diesen Skit nachgemacht. ja, genau, Ey, verarscht ich so, dabei. ja. Wo bist du, Bruder? Weißt schon, so. Shoutout an Sido, Alter. Der hat für mich, glaube ich, von allen Alben, ich habe sehr viele Alben von Für mich Sido Kool Savas gekauft. zum Beispiel. Schau, So. ich habe ihn nicht gehört, aber Kool Savas seine Skits, weiß ich zum Beispiel. Ja, also wenn ich das vergleiche, ich muss sagen, Sido hat da für mich die krassesten Skits. Und sowas gibt's ja heute nicht, weißt du? Und deswegen hat auch KG gemeint. Deswegen wird auch die Musik heutzutage gar nicht mehr so geschätzt wie früher, Bro. Er hat gemeint, früher hat man 10, 12 Euro zahlen müssen. Und hast du sie angehört, hast das ganze Album als komplettes Werk auch gesehen. Heutzutage gehst du online, schaust halt 2, 3 Songs und tschüss und weiter geht's und da und dies und das. Oder du schaust halt, wie viel Klicks hat er, bevor du hörst. Schaust lieber nicht hören, der hat nur 5. Und deswegen, weißt du, das ist eben uncool, der ganze Shit. BA, du bist in der ganzen Zeit jetzt, in der letzten Zeit nicht alleine gewesen, sondern du hast auch quasi man kann schon sagen, ein kleines Management hinter dir. So, dass es dir hilft und es mit dir sehr gut arbeitet. Ja, letztes Mal beim letzten Interview haben wir gerade miteinander die Kooperation gestartet. Das heißt, Möchtest du auch schon darüber was sagen oder verraten? ja, also wir haben da auf jeden Fall einiges, wie immer, geplant. Einiges wurde und leider uns ein Strich durch die Rechnung gezogen, weil kaum hatten wir uns kennengelernt, geplant und auch gute Pläne gehabt und auch gute Verbindungen gesetzt von Städte zu Städte. Aber dann kam leider Corona. Und wegen der Biatch sind leider die Shit. Sachen durchkreuzt bisschen und wir brauchen Shit. natürlich alle Künstler neue Pläne. Und deswegen sind wir ein bisschen cool. Also ich sage jetzt nicht, dass, also wie gesagt, wir müssen ja alle erstmal schauen, was geht. Wir machen natürlich noch immer unsere Pläne, die sind noch immer wie eine Familie für mich. Wir waren vorhin miteinander, haben eine neue Songrichtung sogar sind wir angegangen. Das sage ich euch noch nicht, aber es ist eine coole neue Richtung. Also von mir aus habe ich diese Richtung noch nicht gezeigt. Da muss ich aber jetzt fragen, ne? Also deine Richtung hat sich ja leicht verändert, kann man sagen. Also wenn man die ersten paar Tracks hört und die letzten, die man von dir gehört hat. So, was mich jetzt interessiert ist, wie geht es weiter? Ist es jetzt ein ganz bestimmter Faden, den du verfolgst oder sagst du, wisst ihr was, so ich bin so vielfältig, so ich gebe euch auch Street Rap, ich gebe euch auch melodisch, ich gebe euch auch so oder Autotune oder Trap. Wie ist das so für dich, Boom Bap? Da hast du recht, auf jeden Fall hat sich einiges nicht getan. Es hat sich auch nichts verändert, das war schon immer in mir. Das habe ich auch immer meiner Managerin beteuert. Ich habe gesagt, ich habe so viel eigentlich noch Musikalisches zu zeigen, dass ich gar nicht weiß, ob die das verkraften, ehrlich gesagt jetzt. Also ohne Hate und so. Aber ich finde, ich bin auch, du hast ja vorhin gemeint, singen und so. Ich habe gemeint, natürlich, im Herzen bin ich ein richtiger auch Sänger. Ich weiß nicht, manche Rapper haben so Melodien und so nicht drauf. Also ich habe sehr viel Liebe und Leidenschaft für auch R&B und wie gesagt und Reggae und Dancehall und Raggaeton und glaub mir, ich würde am liebsten alles machen, weißt du, wie ich meine? Aber man Krass. muss halt ein bisschen auf den Faden, ein bisschen auf so eine Linie schauen, wobei ich eigentlich mich von diesem Ganzen befreien will. Ich will eigentlich ein Künstler sein, wie J. Cole, ehrlich gesagt, sich plötzlich mit allem, was er wollte, gemacht hat. Manche Beats hören sich beschissen an, von der Klangqualität her.
Aber er hat es gemacht, weil er wollte diese Authentik da drinnen. Deswegen. Hattest du die Befürchtung, dass wenn du am Anfang alle Styles gleichzeitig auspackst, dass die Leute das jetzt nicht so sofort so annehmen würden oder das verkraften oder... Ja, also ich denke, die wissen es, wie soll ich sagen, schon zu schätzen, es ist ja Musik, aber eigentlich wollte ich nicht so eine Eintagsfliege sein, wie viele sind. Es kommen viele Eintagsfliegen, also ich habe viele kommen und gehen sehen, kommen, machen diesen jetzigen modernen Stil und dann sind sie wieder weg. Und dann war's es. Es ist beachtenswert, dass, guck mal, du bist ein selbstständiger Künstler, so das aber trotzdem noch mehr Gaben besitzt, weißt du? So, du kannst ja in andere Genres wie Videoproduktion oder Beatproduktion auch mitmischen so. Und da ist es halt, also, da möchte ich schon gerne wissen, was erwartet uns da? Also, was kommt als nächstes so? Ja, was. Ja, ich weiß. Auf was können wir uns ungefähr warm machen? Da du mir auch vorhin verraten hast, dass du meine Sachen auch feierst, deswegen weiß ich bei dir, dass du es auch ernst meinst. Deswegen weiß ich, du bist auch auf jeden Fall gespannt. Ich habe dich auch auf jeden Fall gespannt gemacht. Sagt man so? Ich habe dich gespannt gemacht. Nein. Ich habe dich darauf gespannt. Ja, kann man sagen. Gemacht. Doch, ich glaube schon. Folter, nee. Naja, wie sagt man das jetzt? Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Ich habe dich neugierig gemacht. Auf jeden Fall, ja, das auf es jeden kommt Fall. sehr viel, ehrlich gesagt. Es ist halt so, muss ich, wie gesagt, das ist jetzt die Frage, muss ich eine Linie haben oder kann ich einfach raushauen? Das ist halt heutzutage die Frage. Das meinte ich mit Eintagsfliegen. Ich will nicht, dass die Leute, die mich noch nicht kennen, weil ich habe ja noch immer nur 10.000 Aufrufe, sage ich mal, oder 20, 30, 50.000 Streams. Ich gehe davon aus, dass das nicht 50.000 Menschen sind, sondern 10.000 Menschen vielleicht 5-mal gehört haben. Weißt du, was ich meine? Oder so. Ordnest du das nach den Streams oder nach den Klicks, nein, dass du jetzt sagst, ich mache mal den Style oder den? Ist ja eh so eine, sage ich mal, Playlist-Sache. Keiner braucht hier auf cool zu tun. Keiner wird hier in irgendwelche Modus Mios reinkommen und so von München oder so. Weißt schon, weil die tun so, oh danke und so, ihr habt mich aufgenommen. Ja, normal haben sie dich aufgenommen, wenn du 3.000 bis 5.000 Euro geblättert hast. Also ich meine nur. Das heißt, ich muss ehrlich zu, das soll kein Geheimnis sein. Jeder soll wissen, diese Klicks-Dinger sind Playlist-Business. Es ist ganz logisch. Heutzutage wird viel Geld damit gemacht, weißt schon, das ist ein Geheimnis oder was kommt, ihr seid so nicht dumm, Leute, weißt schon. Deswegen, man zahlt 50 Euro, man kommt in eine Playlist mit 20.000 K. Du zahlst 100 Euro, du kommst in eine Playlist mit 100.000 K. Wenn du 100.000 streamst, das ist nicht manipulieren, das ist nur in fremde Kreise kommen. Weißt du, was ich meine? Wie soll ich in deinen Kreis, wenn ich doch, weißt schon, wie soll ich dir Handlicht geben? Wo soll ich dein Gehirn manipulieren von dem Ferne, so, hey, du musst meine Musik hören? Nein, also muss ich mein Geld ausgeben, Leuten sagen, ey yo, deine Playlist besitzt 50.000 Menschen, sind da drinnen, Follower. Wie wär's, wenn ich dir, wie gesagt, Geld gebe, setz mich bitte da rein. Weil viele sind ja auch jung, die hier das anschauen. Und so ist es, Leute, weißt schon. Deswegen erkläre ich manche Sachen, auch wenn sich manche denken, hey Bro, willst du uns verarschen, weißt schon, als ob wir es nicht wissen. Für die Jüngeren und für die, die es nicht wissen. Und so kauft man sich ein, ehrlich gesagt. Das heißt, je nachdem, hätte ich jetzt 50.000 Euro, würden meine kleinen Neffen und Nichten und so, diese 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jahre alt sind, plötzlich 100.000 Streams sehen und plötzlich würden auch ihre Freundinnen meine Musik hören. Ganz einfach und das ist in unserem Kreis schon so. Also wird es auch in ganz Deutschland so laufen. Und deswegen will ich damit sagen, Erfolg so eine Sache, Geld spielt mehr eine Rolle, ganz einfach. Und deswegen werde ich natürlich viel zeigen und das meinte ich auch, hätte ich jetzt einfach alles gezeigt. Es sind so viele Leute da draußen noch, die meine Musik ja gar nicht kennen. Das heißt, sie bekommen auf einmal so ein Mix. Das heißt, die denken wahrscheinlich, dass ich vielleicht sogar eine Eintagsfliege bin. Einer wie diese ganzen anderen, die kommen, ein Boom-Bap machen, ein Dancehall machen, ein Ragaton machen, ein Bla machen und dann wieder weg sind. Nee, so bin ich nicht. Ich mache es halt, weil ich gerne das mache. Ich werde eine Boom-Bap-EP zum Beispiel, oder ich lasse mal die Fragen für dich, aber das ist, weil du gemeint hast, also ob viel kommt. Ja, das ist das. Ich werde auf jeden Fall einiges raushauen. Und zwar quer in alle Richtungen. Und da bin ich mega gespannt. Mega gespannt. Kannst du dir auch vorstellen, über die Zeit, also unabhängig von den ganzen Streams und von den ganzen Klicks, kannst du dir vorstellen, einen komplett neuen Sound zu etablieren oder zu erfinden, auch für dich selbst? Also, was den deutschen Rap angeht. Hab ich eigentlich ehrlich gesagt nicht unbedingt vor, weil man muss nicht das Rad immer wieder neu erfinden, für mich. Für mich sind manche, ich sage ja, ich bin cool damit. Ich liebe Musik, wie sie ist. Ich liebe Reggae, wie sie ist. Ich liebe Hip-Hop, wie es ist. Ich liebe R&B, Soul. Ich liebe die Lieder, wie sie früher waren. Ich liebe auch die neuen Lieder. Weißt du, ich meine, so, es gibt gar kein Problem. Deswegen weiß ich auch nicht, was für ein Problem es gibt, dass die Leute sich uns messen immer miteinander. Ich bin ich. Die werden niemals so wie ich werden. Niemals. Und ich werde nie so wie die.
weil du vorhin mit Nimo gemeint hast. Wir sind uns ähnlich, ja, wir schauen ähnlich aus. Wir Ja, haben vielleicht- nochmal dazu, also ich wollte jetzt keinen direkten Vergleich starten. Ich meine, auch jeder kein Problem. ist... Ich hab kein Hate. Du Shoutout an bist Nimo. einzigartig in der Person, Nemo ist einzigartig in seiner Ist kein Person, Problem, brauchen wie wir gesagt. gar nicht drüber reden. Cooler So. Typ. Ben ist sogar, wie gesagt, ein Shoutout an Nimo. Wenigstens werde ich mit jemandem verglichen, der irgendwo Kopf und Herz hat. Weil ich habe ein paar Interviews oder so von ihm gesehen. Deswegen hat es mich fasziniert, weißt du, weil normalerweise vergleicht man immer mit den anderen Bones, Bra, dies. Ja, ich habe auch Jungs, die werden halt mit Die denen. Leute. Ja, und Nemo so, habe du ich hast recht, selten wegen gehört, Härte. genau. Ja, genau. Und wenn ich das aber so lese und dann das noch so von Frauen oder Mädchen lese, so mit Nemo, das hat mich irgendwie ein bisschen getriggert und da wollte ich unbedingt wissen, was Ja. sehen die da, so was. Ja, es ist wohl jemand mit dem Fischerhut, das sieht man bei den. Also jetzt ohne dich jetzt durch Nemo aufwerten zu wollen Ja. oder so, einfach. Ja, also ich bin mit vielen Leuten schon durch die Gegend gegangen, immer wenn ich diesen Hut hatte und dann immer Nimo, und dann, oder auf Konzerten oder so, weiß schon, wo die Belichtung So, nicht nein, ich gehe angeln. Ja, das war genau das auch, habe ich auch einmal gesagt. Also, warum hast du einen Fischerhut auf? Und so, ich so, ja, ich angel mir die. Ja, ich bin Angel. Auf jeden Fall und kein Ding. Also, Top-Künstler. Ich mag auch seine Musik, hab nicht ganz den gleichen Stil oder so oder würde auch jetzt nicht unbedingt seinen Stil gerne also nachmachen, aber bestimmt gibt es das ein oder andere Lied, das ich sehr gerne sogar so in diese Richtung gehen würde. So wie Lass Fotzen reden oder so. Mhm. Ja, da gibt es einen Song. Der ist cool, das hat so einen Dancehall-mäßigen Vibe, weiß ich mein. Warum nicht, man weiß schon. Oder Du bist heute mit mir. Heute, Apropos Stil. Ich habe ja auch bisschen mit dir auch persönlich gequatscht. Wie ist das mit deinem, hast du einen bestimmten Stil, was Klamotten angeht, oder kannst du dir auch in diese Fashionwear irgendwie vorstellen, mal komplett eigenständig mit neuen Marken oder neuen Klamotten aufzutreten oder dir einen ganz eigenen Stil anzueignen, weil es gibt ja diese ganzen, ja, vom Fischerhüte bis über Gucci-Taschen, Alter, keine Ahnung. ich weiß, Sagst du, das ist auch wichtig so für die Szene, dass man sagt, okay, man etabliert jetzt neue Sachen oder neue Klamotten oder neue Wear, dass du sagst, okay, ich etabliere jetzt was Neues. So früher war es ja Carlo Colucci, dann ja, jetzt sind wir bei Gucci. Ist ja fast das gleiche. Carlo Colucci, Gucci, Schwarz. Ja, aber ich meinte, weißt du, diese Carlo Couture-Welle damals. Genau. Und Nee, nicht unbedingt, damit ich deine Dinge auch gleich verkürze. Dann soll ich dich umsonst so viel reden lassen, ohne dass es vielleicht Ding ist. Also nein, ich habe nichts vor mit Kleidung und, also mit Kleidung schon. Natürlich ein paar Hoodies mit meinem Logo, bisschen Merchandise von mir und so ein paar coole Sachen werde ich schon bringen. Ist auch schon passiert. Habe ich auch schon in der Vergangenheit, meine ich, halt damit schon gemacht. Aber nicht, dass man die ganze Zeit denkt. easy. Aber ansonsten, I like this, you know, like this, Hoodies und so, dies, das, bequeme Kleidung. Ich kann in viele Rollen schlüpfen, ich mag es auch fein, aber es kam noch nie jemand und hat gesagt, ey Bro, ich finde deinen Stil richtig cool. Okay, ich habe schon Hip-Hop-Kleidung getragen, die Zeit, wo keiner Hip-Hop-Kleidung getragen hat. Da kamen natürlich ein paar und haben gesagt, boah, krass, hast du aus Amerika oder wo hast du diese Dinge her? Und, aber ansonsten war ich jetzt nie so ein Typ, wo jetzt jemand bemerkt hat, ich habe einen besonderen Stil. Also muss ich zugeben, ich habe nie jetzt auf Kleidung großartig so Dinge gegeben. Oft früher war es ja von seinen älteren Geschwistern die Sachen zu bekommen. Ja, da hat man sich auch cool gefühlt, so, weißt du, so, sowas ja. gibt's heute nicht. Weißt schon, so wie, ich kriege seine Hose oder so, weißt schon. Früher, du hast die Levis von deinem Bro bekommen oder so eine Oder Baggy. diese, Eine Baggy oder Dickies. Nicht Kalkani, sondern auch diese Pelé-Dinge, so ein Pulli vom Genau, alten Cousin oder so gerippt. Oder gerippt. fette Adidas, irgendeine Daunenjacke oder irgendetwas, weißt du, man hat immer weitergegeben. Das gibt's ja heute gar nicht mehr. Das heißt, das ist sowieso klar, das ist in allen Businessen gibt es leider nur noch Massenware und so weiter. Aber es ist auch okay so, weißt schon, jeder kann sich viel mehr aussuchen, auch in der Musik, wie gesagt. Aber Stil, nein, also nicht unbedingt. Weißt du warum? Ich sagte noch was. Wegen Stil und Singen. Also, das sind zwei Sachen. Stil, also wie Bruce Lee schon gesagt hat, okay, ist auch ein Mentor von mir. Von mir auch. Nicht mal wegen seinem Fighting, das natürlich sowieso. Er hat doch viele krasse Zitate gehabt. So. Eher wegen Psychologie, genau. Und er hat gemeint, warum einschränken? Sobald du aussprichst, du bist etwas, dann bist du es ja auch. Also so wie, wenn ich jetzt sage, ich bin Rapper, dann bin ich nur Rapper und nicht mehr. Aber ich bin nicht nur Rapper, ich bin ein Artist. Ich bin ein Sänger, Rapper, Trommler, Klavier, Pianist, Drummaschinenspieler, I don't know, man. Morgen bin ich ein Gitarrist. Und deswegen will ich, dass ich in keine Kategorie eigentlich komme. Deswegen will ich auch keinen Stil eigentlich haben. Weißt du, ich meine, weil dann bist du frei. Verstehe. Und das meinte ich ich will mich eigentlich von allen Ketten befreien. Wenn ich Bock habe, werde ich heute richtig
weich singen und wenn ich Bock habe, werde ich morgen richtig hart rappen. Was ist das Problem? Weißt du, ich bin sagen, beides. du genießt sozusagen für dich die größte Freiheit. Natürlich. So. Also, weißt du, ich meine, ich lasse mich safe nicht von der Außenwelt irgendwie hier drinnen eingrenzen. Weißt du, ich meine so, oh, was denken die anderen von mir, wenn ich jetzt nur noch einen Tanktop und eine kurze Hose trage? Die einzige, die sich was denkt, ist meine eigene Frau vielleicht, die dann sagt, warum Tanktop, Alter? Warum die ganze Zeit Tanktop? Aber ansonsten laufe ich mit Tanktop und Shorts rum mein Leben lang und represente das und bin stolz drauf. Ich brauche kein Gucci, dies und das. Sage ich auch in einem Ding. Sage ich auch in einem Rap von mir, sage ich, nein, wir brauchen keine roten Gucci-Shoes oder all den ganzen Schmuck, wir sind nicht Lucy Lou, wir sind Hoodie-Rapper aus dem Block mit Blues im Blut. Was spielst du? New School, Skinny, Motherfucker, so cool. In welchem Song war das? Der ist nicht aus, ne? Das ist so ein Part von einem... Kommt der noch? Wir haben sogar ein Video dazu gedreht, dann hatte ich leider ein bisschen, nicht mal Komplikationen, aber wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt mit dem Künstler. Und natürlich auch rechtliche haben wir ein paar Komplikationen gehabt und so habe ich das erstmal sein lassen, leider. Ich habe gar nicht, dass ich das Mic ausgemacht habe, aber alles cool. Somit haben wir den Song nicht rausgebracht. Vielleicht werden wir uns noch einigen, das ist auf einem Mobb Deep Beat, ehrlich gesagt. Das war so ein kleiner Remix. Ist ein sehr nicer Song auf jeden Fall, aber ihr werdet ihn schon noch sehen, früher oder später. Ich bin gespannt wie ein Sessel, Bruder. Sag mal, jetzt kommen wir zu den Corona-Fragen. So, ist in der Corona-Phase... Bitte? Langsam müssen wir auch, glaube ich, Gas geben. Ja, safe. Wir machen jetzt noch die abschließenden... Burrito Especial wartet auf mich jetzt zu Hause mit meinem Optik-Grill. Nein, Spaß. Lass dir Zeit, natürlich habe ich Zeit, aber ich wollte nur sagen, also ich schweife sehr weit aus, das heißt, du kannst mich jederzeit unterbrechen. Mit dir kann man auch cool talken, weißt du redest dann auch. Ich habe halt immer Herz und, you know, meine... Ist auch spannend, also mich interessiert es halt mega so, ich befasse mich auch ein bisschen mehr mit dem Künstler BA, so, und da ist es halt auch immer cooler so zu wissen, freut mich, danke davon ab, so. Ja, man merkt, dass du dich auch auf jeden Fall ein bisschen befasst hast und... Also nur so, ich befasse mich mit jedem Künstler, der zu Artist Talk kommt. Und, ja, ich weiß natürlich, manche Fragen stellst du, obwohl du sie schon weißt für unser Publikum, aber so. Dennoch habe ich ja vorher mit dem mich unterhalten und auf jeden Fall, ja, Kompliment auch an dich, also einen sehr interessanten Charakter hast du. Vielen Dank, Habibi. Auch, vielleicht sitzt du ja mal hier, vielleicht können wir ja mal etwas machen, dass ich dich interviewe oder so. Tauschen wir mal, bestimmt. Vielleicht lässt sich das ja machen, Leute. So, aber erstmal ist es mein zweites Interview. So, okay, seitdem diese Corona-Pandemie da ist und so, wie hast du das jetzt erlebt? Hat dich das persönlich eingeschränkt in deiner Kunst? Also ganz und gar nicht. Ich habe die Pandemie am Anfang genossen. Jetzt voll die Hater auf mich, so, was kann der sowas sagen und so. Ja, alle schmeißen so mit Salat, so buh. Ja, bis jetzt war ja auch zum Glück alles nichts. Also ein paar Leute von mir haben ein paar Fälle gehabt. Es sind auch leider viele von uns gestorben, aber nicht durch Corona. Deswegen ist es ja sowieso so, dass Leute von uns sterben. Das heißt, für uns ist es nichts Neues. Das ist schon mal nichts Neues. Wir sind mit Allah oder Gott oder egal mit wem. Hauptsache wir haben dieses... Es ist schon okay. Es wird vielleicht was danach geben. Weil du sagst, Corona-Pandemie, Einschränkung halt. Deswegen. Ich habe diese Ruhe und dieses Ganze genossen, dass die Menschen kurz mal nochmal klarkommen auf ihr Leben und nicht nur dieses Wahnsinn, ich muss da waren, weißt schon, kaum waren, so das waren, alles waren, sondern kurz nachdachten, weil sie nur noch spazieren durften. Krass. Plötzlich waren sie an der Isar und ich bin oft an die Isar gerne gegangen, habe dort mir ein Plätzchen gesucht, mir ein bisschen ein paar Snacks mitgenommen und dann habe ich mich hingesetzt, ein bisschen meine Texte geschrieben, weißt du, wie ich meine? Egal, Sommer, Winter oder wann auch immer. Also es ist in die andere Seite geschwappt quasi, konntest du dich noch besser auf deine Musik konzentrieren. Also du hast halt viel mehr, wie gesagt, weniger Leute gehabt und irgendwie hat sich das alles viel, weiß nicht, so echter angefühlt. Irgendwie ist alles so echter gewesen. Würdest du sagen, dass du dadurch auch bewusster, also seit dieser Krise auch bewusster lebst oder auch die Menschen generell bewusster leben? Also ich muss sagen, ich war schon immer zum Glück so, also nicht immer, aber so seit ein paar Jahren bin ich sehr so bewusst am Leben, weil viele atmen ja nicht mal bewusst, wenn wir uns ehrlich sind, du weißt schon, man muss schon sagen. Also ich lebe bewusst, ich genieße jeden Atemzug und ich liebe es zu lieben, ich liebe Positives auszustrahlen, ich liebe nur dir Gutes zu geben. Ich werde dich nicht treffen und mich bei dir ausheulen, vielleicht einmal, aber dann nicht. Das heißt, in dieser Zeit, wo jeder so down ist, bin ich eigentlich ehrlich gesagt richtig ab, weißt du, ich meine? Also ich gebe jeden Energie, wo geht und mich hat es nicht eingeschränkt, wie gesagt, weil wir sind mit Gott, wir vertrauen darauf, wir haben unser Leben weiterhin genossen, ich habe meine Kunst weiterhin gemacht, ich bin in den Urlaub geflogen, ich bin zurückgekommen, wir haben Videos gedreht, wir haben unsere Sache gemacht, also bis jetzt ist nichts zum Glück passiert, wir haben 2 Corona-Tests uns leider geben müssen schon, vielleicht sogar 3,
meine Dinge. Ich musste mich schon 4-mal testen lassen. Ja, siehst du, und bis jetzt war alles nichts da. Also von Aber nicht daher, wegen mir, sondern einfach ja, ja. so, ich lebe mit meiner Freundin, Ja, genau. komm nach Hause, in ihre Arbeit hat Corona, ich muss zum Test. Das Ganze passiert wegen 4-5 Mal. Einreise und wegen Arbeit mal und so. Und deswegen diese Zeit, ja, weißt du, ich meine, so Leute, die ein bisschen schwach sind, denen gebe ich gerne Energie, die sollen mich einfach anrufen oder mit mir schreiben, dann gebe ich Energie, aber ihr dürft euch nicht runterkommen lassen oder so runterbringen lassen, sag ich mal. Und ich lass mich nicht runterbringen, egal was. Egal, ob ich nur noch einen Euro in der Tasche habe, wie gesagt, wie vorhin. Egal, ob ich nur noch ein Shirt, ein Tanktop und einen Short habe, ist schon egal, alles cool. Was hältst du von diesen ganzen Twitch- und Sofa-Konzerten und diese Streaming-Konzerte und so? Also für die, die es nicht wissen, die Konzerte, die jetzt per Streaming abgespielt worden sind. Und ich glaube, Sido hat ein Autokonzert gegeben, so. Ja, kann sein, ich habe leider wenige Konzerte verfolgt, aber immer wieder mal gesehen, dass viele Künstler jetzt Online-Konzerte geben. Finde ich cool. Kannst du dir selber sowas auch vorstellen? Ja, genau, ich habe ja 2 Konzerte so gehabt, stimmt. Jetzt, du fragst mich und ich vergesse sogar selber. Wir haben ein sehr cooles Konzert gehabt mit DJ Icecap als DJ, großes Cover da, P6, My Man war da. War das nicht auf YouTube live, oder? Auch. Ich weiß, ja doch, ich glaube, das war das, kann sein, ja. Und hab ich mal gesehen, dass DJ Icecap auch live so das knackige Sachen macht. Ja, ja, auf jeden Fall. Bei Icecap geht's rund. Auf jeden Fall in Sachen Hip-Hop, ja, auch Icecap, what's up, man. Von daher, wo waren wir stehen geblieben? Corona-Konzerte, ja, ist cool. Also, ich habe zufällig damals schon 2 Songs oder 2 Projekte gemacht, also ein Projekt, eine Linie angefangen. Zu Twitch in Bezug? Nein, da gab es noch gar, oder es hatte nur mit YouTube zu tun. Ich habe ein Projekt mit meinem Homie erfunden, wir haben es Couch Trip genannt. Also hey, Couch Trip, hört sich ja, cool also an. saßen wir so wie du jetzt und so wie wir jetzt hier und haben gesagt, so Bro, wir werden jetzt ein Beat produzieren oder halt ein Beat, vielleicht ein Freebeat holen. Manchmal war es eher so, würde ich sagen, weil es war sonst zu wenig Zeit. Also es ging darum, in kürzester Zeit einen Song und ein Video zu produzieren, aber nur zu Hause. Und das heißt, wir waren der Sache sogar voraus, weil es war ja keine Pandemie, aber wir waren zu Hause, hatten keinen Bock jetzt raus, aber wir wollten trotzdem den Zuschauern ein bisschen was bieten. Krass. Das heißt, da haben meine Videoproduktionsdinger angefangen, so dass ich Videoschnitt und so begonnen habe. Und habe es halt mit so Dingen auch probiert, weißt du, ich meine, ihr könnt ja gerne YouTube checken, BA Couch Trip, dann seht ihr, was ich meine einfach. 2 coole Songs, das haben wir dann gesagt, komm Bro, mach mal jeden Monat oder jeden 2. Monat mal so ein Couch Trip, dass man sagt, zu Hause einfach aufgenommen, auf der Couch, immer anders. Und da haben wir auf jeden Fall Teil 1 und Teil 2, ich und Charakter. Interessant, auf jeden Fall interessant, hört euch das an, checkt mal ab auf jeden Fall, wenn ihr es findet. Ich denke schon, dass ihr es findet. Und deswegen wollte ich sagen, ich fand es schon immer cool, sowas. Auch zu Hause schnell sowas auf die Beine zu stellen, weißt du, ich meine, cool, paar Dinger schneiden. Kostet auch wenig, musst du nicht so viel organisieren. Ja, und ist auch real irgendwie so, ich meine, man sieht so ein bisschen von dir zu Hause und damals war ja ein bisschen weniger so privat zeigen, wo zu Hause, weißt schon, keiner hat dich ja privat gesehen. Und das war so ein privater Einblick bisschen, weißt du, so hier, wir sind in der Wohnung, ihr könnt schauen und sehen, was wir aus dem Clip gemacht haben. Ja, und so war das, Bro. Das heißt, ich finde die Dinger schon cool, diese Konzerte und so sind nice. I like it. Dann kommen wir auch diesbezüglich gleich zur letzten Frage. Kannst du dir vorstellen, dass das noch Relevanz hat, wenn... Letzte Frage schon. Ja. Soll ich lieber 20 Liegestütze machen, weil ich will noch ein bisschen hier bleiben? Ach so, können wir gerne machen. Easy. Spaß. Ich zähle sie. Ging nur an meinen... So, nee, kannst du dir vorstellen, dass diese ganzen Twitch und diese Streaming-Konzerte so, dass es noch relevant sein wird, wenn die Corona-Zeit vorbei ist? Ich meine, ich glaube, einige glauben, dass viele Leute total ausrasten werden, wenn das vorbei ist, aber glaubst du, das verpufft dann wieder, so wie es gekommen ist, oder? Ich glaube... Ich meine, wenn die Menschen rausgehen, was machen die dann? Twitch oder was machen die dann? Ich glaube, es wird noch immer existieren, so wie noch immer Bargeld existieren wird und Bitcoin aber steigen wird. Bisschen großer ja, Bitcoin-Fanatiker, ne? Ich mach Spaß, ich mach Spaß. Für alle, die gerade in meinem privaten Ding wissen, dass ich darüber rede, deswegen mache ich, dass sie sehen und sagen, oh, du bist... zu Bitcoin. Naja, auf jeden Fall, aber ich meine damit, das wird bleiben, weil viele sagen, ja, Bargeld wird weggehen. Es wird schon noch bleiben natürlich erstmal, aber es wird dann auch irgendwann sich ändern. Und so wird es auch mit Twitch und so, denke ich mal, sein. Es wird wieder zurück mehr in die Gaming-Ding gehen und vielleicht sogar Beatproduktion oder so, aber halt eher so dieses weniger Konzerte, denke ich, weil... es wird, wie du schon sagst, so, oh, warum soll ich ihn mir zu Hause geben? Ich habe ihn ja live. Aber man hat ja auch jeden live. Also von daher wird man live und zu Hause sich nochmal vielleicht das schon geben. Glaubst, also ich denke, es wird schon noch bestehen. Stabil. Yes, es wird schon noch bestehen. Killer B.
Digga, es war extrem nice. An dieser Stelle sage ich herzlichen Dank, dass du da warst. Dankeschön, danke So, auch. ich freue mich, sobald du wiederkommst, sobald du neue Sachen am Start hast, nächstes Dankeschön. Jahr, dieses Jahr, egal wann. Nachdem ich letztes Mal so viel geredet habe, habe ich mir schon gedacht, ich werde kein zweites Mal eingeladen, aber hier bin ich, Leute. Und habe wieder so viel Also geredet. bei mir bist du immer gerne willkommen. Wir haben hier immer ein offenes Ohr für dich. Ich sowieso, ganz persönlich. Und so, wir sind hier. Thank you, man. An dieser Stelle, Dankeschön. Dankeschön. Peace an meine Leute. Peace. So Leute, das war's mit dem nicen Interview mit BA. Falls ihr mehr davon haben wollt, dann like, share and comment. Peace.